Wir haben auch noch etwas Puffer zum Überbrücken und ja, in dem Moment, wenn wir dann in Deutschland verkauft haben, das hat ja leider nicht geklappt, das hatte ich, glaube ich, in einem anderen Video mal erzählt, dann ist die Situation eine ganz andere, weil wenn du schuldenfrei bist und musst nur für den Lebensunterhalt sorgen, dann ist es natürlich was anderes, als wenn du noch Darlehen mitschleppst, die für eine Zwischenfinanzierung oder wie auch immer. Insofern sind wir nicht in Panik. Wir versuchen aber, uns etwas einzuschränken, auch so mit dem Autokauf. Da hatten wir eigentlich ein anderes gesehen gehabt, das wäre aber doppelt so teuer gewesen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nein, das machen wir jetzt nicht, weil wir nicht Geld ausgeben können, wenn wir nicht wissen, wie lange wir überbrücken müssen. Und insofern alles ein bisschen runterfahren. Genau. Dritte Frage oder eine weitere Frage, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich jetzt hier schon angesprochen habe, war Kinder und Schule. Also wir haben die Mathilda, also am 19. geht die Schule wieder los. Die Mathilda kommt hier in die Grundschule, das ist direkt am Ort. Und Carlotta, da haben wir wirklich einen ganz tollen Nachbarn, der sich eingesetzt hat. Und morgen, toi toi toi, bekommen wir Bescheid, ob das klappt. Dann würde die Carlotta in einen internationalen Zug gehen im Lycée in Saint-Denis. Das ist eine katholische Privatschule. Privatschulen sind hier sehr, sehr günstig. Ich weiß nicht, was das im Monat kostet. Irgendwann hieß es mal, es würde 400 € im Jahr kosten. Ich weiß es nicht. Werden wir rausfinden. Die sind jetzt am Auskaspern. Und morgen bekommen wir Bescheid. Wäre natürlich ganz toll, weil dann wäre sie in einer internationalen Klasse, praktisch mit anderen Kindern, die alle Französisch als Fremdsprache sozusagen lernen. Das heißt, der Unterricht ist anders aufgebaut, es ist eine kleine Klasse. Und da hoffen wir jetzt mal, dass sie reinkommt. Wenn nicht, dann würde sie hier oben bei uns in Montagne in die Schule gehen, die allerdings dann natürlich nicht so drauf eingestellt sind auf ausländische Kinder, und da würde es dann wahrscheinlich um einiges härter werden. Auch vor dem Hintergrund, dass natürlich dann das gewachsene Klassenstrukturen sind, so dass du dann da auch gegebenenfalls schwerer reinkommst, Freunde zu finden, wenn die dann seit Kindesbeinen an oder seit Säuglingsalter miteinander irgendwie in die gleichen Kindergarten, Vorschule, Schule gegangen sind. Und insofern wäre das mit dieser internationalen Klasse in Saint-Denis unten ganz toll. Der Nachbar, der Joan, der sich da wirklich eingesetzt hat, weil sein Sohn Marc dort auch auf die Schule geht. Das sind übrigens originale Kreolen sozusagen. Seine Frau arbeitet in der Bank, die würde dann auch die Carlotta immer mitnehmen, und ich würde sie dann, wenn ihre Schule fertig ist, dann unten holen. Also das auch noch zu den Kindern. Und uns selbst geht es jetzt langsam gut. Vielleicht noch ein Punkt, der mir wichtig ist, weil ja der ein oder andere mir auch privat halt geschrieben hat und gesagt, du schaust immer so grimmig oder es ist irgendwie noch Luft nach oben mit dem, was du preisgibst. Es ist nichts geskriptet. Ich habe auch keine Stichworte. Ich überlege mir natürlich vorher ein bisschen, was ich sage, aber es ist dann ungefiltert, auch aus Emotionen heraus. Und ich schaue die Sachen im Grunde genommen danach auch eigentlich gar nicht mehr an, sondern setze es ins Netz. Und insofern, wenn ihr den Eindruck habt, dass ich mich widerspreche oder dass ich am einen Tag so rede, am nächsten Tag anders, dann ist es auch dem geschuldet, dass ich natürlich dann in der entsprechenden emotionalen Verfassung dann irgendwie meine Shorts oder die Videos mache. Und wenn ich zum Beispiel mich zurückerinnere, ganz am Anfang, als wir hierher kamen und das Haus so verdreckt und ein paar Sturmschäden, das war dann mit der deutschen Brille natürlich, und es geht genauso weiter wie in Deutschland, jeder nur auf seinen Vorteil bedacht und irgendwie wird man abgezogen oder sonstiges. Das kommt natürlich klar, du schleppst dich ja immer mit deinen eigenen Emotionen und mit deinen eigenen Erfahrungen. Fakt ist, dass hier dann am Ende der ersten Woche ein sehr netter Mann auftaucht, der Handwerker Jerome, der morgen auch wiederkommt.
Und in Absprache mit der Verkäuferin hatte der dann am Samstag die Sturmschäden sozusagen beseitigt. Der hat die Dachrinne angebracht, andere Dinge noch gemacht. Und insofern hat sich das einfach aufgelöst. Und ich habe dann auch gar nicht mehr darüber berichtet, aber natürlich, wenn das für sich steht, dann irgendwie, der kotzt ab oder man kann sich vielleicht dann auch freuen, der eine oder andere, habe ich mir gleich gedacht, dass es nichts wird. Ja, langsam kommen wir hier an, wir grufen uns ein und man muss den Dingen auch Zeit lassen und vieles regelt sich einfach, weil die Leute nett sind, weil sie mit einem verbunden sind, weil sie sich bemühen, dir auch zu helfen. Gestern auch mit dem Autokauf, der hat es dann so toll alles vorbereitet. Dann sind wir direkt mit den ganzen Papieren, die er vorbereitet gehabt, ein paar Häuser weiter ums Eck zur Versicherung gegangen, Generali. Das hat auch wieder nur eine Viertelstunde gedauert, dann war das Thema durch. Sie sind hilfsbereit, sie machen alles, was möglich ist. Und insofern hatten wir dann das Auto gestern gekauft, bezahlt, zugelassen und geholt. Insofern können wir jetzt heute, nach diesem Schlüsseldesaster, haben wir einen anderen Wagen bekommen und den werden wir jetzt heute zurückbringen. Läuft eigentlich noch bis Samstag, aber wir brauchen ja keine zwei Autos und ich meine, da wird es dann kein Geld zurückgeben oder wenn dann nur ein paar Cent, aber dann ist der schon mal vom Grundstück runter und heute ist Feiertag, da ist nicht viel Verkehr und insofern, ja, jetzt warten wir mal, ob der Container kommt und da werde ich dann wieder berichten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn euch die Sachen gefallen, dann freue ich mich über ein Abo, über Likes, weil ich denke, ja, es ist interessant. Es kann nur niemand finden, außer den Leuten, die mich kennen oder die uns kennen. Und mit Abos und Likes schafft man es über diesen lustigen Algorithmus, dass es irgendwie anders funktioniert, dass man weiter nach oben gespült wird. Und wenn dann einer nach Stichworten sucht, dann kann er das auch finden, was ich hier so, ja, erzähle. Insofern einen schönen Tag euch allen. Tschüss.